Gestern noch an jeder Straßenecke, heute so selten wie Schnee im August. Wie kann es sein, dass populäre Automodelle fast vollständig aussterben? Das ist eine Frage, die uns von der Bremen Classic Motor Show schon länger umtreibt. Deshalb sammeln wir die gefährdeten Modelle auf unserer roten Liste der Allerweltsklassiker. Und hier haben wir 3 neue Modelle mitgebracht, die einen sicheren Platz auf der Liste verdienen. 3 vollkommen unterschiedliche Autos mit unterschiedlichen Geschichten des Verschwindens. Das ist der Honda CRX, das Feuerzeug der 80er Jahre. Das ist der Knudsen Taunus, der amerikanischste Mittelklassewagen in Deutschland der frühen 70er. Und der Audi 50, der mal der Nachfolger des Käfer werden sollte und vor 50 Jahren auf den Markt gekommen ist. Wir können hier einem sehr schönen Exemplar gratulieren. Das ist eine Besonderheit, weil tatsächlich viele sind nicht mehr da. 1974. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Volkswagen bringt den VW Golf und Audi zeigt den 50. Das ist genauso ein Big Bang, weil eigentlich sollte der Audi 50 der Nachfolger des Käfer sein. Es wurde dann der Golf, weil das Publikum das so entschieden hat. Aber auch der Audi 50 war ein außerordentlich erfolgreiches Auto. Er folgte damals den Vorbildern aus Frankreich und aus Italien mit Vorderradantrieb, mit Heckklappe, mit variablem Innenraum und mit einem attraktiven Design. War vom Start weg ein Erfolg. Ein Auto übrigens, an dem 3 große Designer mitgewirkt haben. Klaus Luthe, das war der Designer des NSU Ro 80 in den 60ern, Helmut Vakus, der als VW-Designchef noch große Karriere machen sollte, und Marcello Gandini, der damals bei Bertone letzte Hand an den Entwurf des Audi 50 angelegt hatte. Der Audi 50 war attraktiv, er war leicht, er war sparsam, er konnte einfach alles, aber er war eben leider auch ein typischer VW der 70er Jahre, weil gebaut wurde er, auch wenn er die 4 Ringe von Audi trug, in Wolfsburg, damals auch aus Recyclingstahl, dem berüchtigten Recyclingstahl, das auch dem VW Golf zu schaffen machte, und eben ohne große Rostvorsorge. Das heißt, dieses talentierte Auto war nach 7 oder 8 Jahren durchgerostet, verschwand vom Markt. Dann spielte natürlich auch eine Rolle, dass VW mit dem Polo den Audi 80 gewissermaßen ablöste und der Audi 80 aus der Aufmerksamkeit des Publikums verschwand. Und so kam es, dass auf 750.000 gebaute VW Polo nur 180.000 Audi 50 kamen, die nicht aufgehoben wurden, die nicht geschweißt wurden, sondern als typische Anfängerautos aufgebraucht. Deshalb haben wir hier eine echte Seltenheit stehen im klassischen Cadiz Orange der 70er Jahre und wahrscheinlich schon restauriert, weil im Erstlack wird es relativ schwer sein, einen zu finden. Also wirklich herzlichen Glückwunsch Audi 50. Es wäre schön gewesen, wenn du haltbarer gewesen wärst. Der Ford Knudsen Taunus war Anfang der 70er Jahre ein riesiger Erfolg. Das lag an seinem amerikanischen Design, an seiner amerikanischen Lässigkeit, aber natürlich auch an seinen 6-Zylinder-Motoren, die es damals nur bei Ford in einem Auto der Mittelklasse gab. Also solche Laufkultur hat tatsächlich kein Wettbewerber erreicht. Die Lässigkeit bezog sich aber leider auch auf die Verarbeitungsqualität des Knudsen Taunus, denn die war leider zu Beginn der Serie lausig und wurde dann erst relativ spät besser, da war das Image aber schon ruiniert. Der Knudsen Taunus hat damals als erstes Auto die berüchtigte silberne Zitrone des ADAC kassiert für den schlechtesten Neuwagen. Das war damals ein Auto, das in 6 Monaten, 1 Monat in der Werkstatt stand und eine Mängelliste ungefähr hatte von der Länge von Schillers Glocke. Das hat ungeheures Aufsehen erregt. Das hat sich dann Henry Ford II persönlich bei den deutschen Ford-Käufern entschuldigt und es gab ein Besserungsprogramm mit 60 Punkten. Zuletzt gab es sogar eine aufsehenerregende 12-Monats-Garantie, alternativ 20.000 Kilometer. Aber alles das hat das Image des Ford Knudsen Taunus auf Dauer nicht retten können. Das heißt, dieses Auto war als Gebrauchtwagen schon leicht angeschlagen. Natürlich konnte er rosten wie alle Mittelklassewagen der 70er Jahre. Und dann kam 1976 noch ein Nachfolger mit einer fast schon grafisch klaren Karosserielinie, der Taunus II, der deutlich eleganter wahrgenommen wurde und einen Schritt in die 80er Jahre schon gemacht hat. Das heißt, der Knudsen Taunus war spätestens dann das Auto, das in der 4. Reihe der Kiesplatzhändler sich die Reifen platt gestanden hat. Und deshalb sehen wir ihn heute leider
nur noch sehr selten und noch viel seltener in diesem tadellosen Zustand. Er ist tatsächlich ungeschweißt, erst 90.000 Kilometer gelaufen im Erstlack, und das zeigt, dass mit ein bisschen Pflege oder vielleicht mit ein bisschen mehr Pflege als üblich auch ein Knutzen-Taunus im tadellosem Zustand zum Klassiker werden konnte. Was können wir erwarten von einem kleinen, günstigen Sportcoupé, das neu 20.000 Mark kostet, das 825 Kilo wiegt, das 6.500 Umdrehungen locker flockig dreht, das 190 läuft, von 0 auf 100 in 8,7 Sekunden sprintet, auf der Landstraße wie die Seuche geht und in den Serpentinen einen Riesenspaß macht. Wir können jedenfalls nicht erwarten, dass ein solches Auto in den Besitz von moralisch gefestigten Käufern gerät, die damit im Bummeltempo ihrer Wege fahren, sondern es sind natürlich junge Heizer, die lieber ein bisschen dickere Räder kaufen, als einen Ölwechsel zu machen und an die Scheckhefpflege zu denken. Und das ist leider das Schicksal des Honda CRX, der damals Anfang der 80er Jahre wirklich ein Hoffnungsträger war für Fahrdynamiker, die sich verstanden fühlen durften in einer Welt der Coupés, die immer größer und immer fetter geworden waren. Und denen hat Honda damals wirklich ein kleines Feuerzeug hingestellt, das heute noch absolute Fahrspaßgarantie bietet, aber das leider eben das Opfer seiner Besitzer geworden ist. Das heißt, der Honda CRX starb an mangelnder Pflege, der wurde gecrasht, der wurde dann unsachgemäß repariert, der wurde natürlich getuned und tiefer gelegt, und der hat natürlich oft nach 8 oder 9 Jahren schon das Ende seiner Karriere erlebt, weshalb es eine absolute Rarität ist, ein solches Stück wie dieses hier, eine Zeitkapsel, sogar noch mit der originalen Dekofolie an der Seite und mit makellosen blauen Sportpolstern, heute auf unserer roten Liste begrüßen zu können. Das heißt, ein paar dieser Honda CRX haben es doch geschafft, und da sind wir wirklich dankbar, weil wir heute noch sehen, wie weit damals die Japaner den Deutschen mit ihren klassischen und immer größer werdenden Autos voraus waren. Also wirklich ein echtes Zeitdokument. Das spurlose Verschwinden trifft auch die talentierten Autos und die großen Charismatiker. Das ist tatsächlich ein Fazit, das wir bei unserer roten Liste der Allerweltsautos immer wieder ziehen. Auch hier ist es natürlich der Fall. Der Rost holt die Autos von der Straße. Manchmal ist es die schludrige Verarbeitung. Oft ist es einfach eine Melange aus beidem. Und dann gibt es noch den Fall, wie beim Knutzen-Taunus, dass ein Nachfolger auf den Markt kommt, der einfach als schöner, als attraktiver, als moderner wahrgenommen wird und den ehemals populären Vorgänger auf dem Gebrauchtwagenmarkt ganz schnell zum Kassengift macht. Jedes dieser 3 Autos hat natürlich noch eine sehr viel ausführlichere Lebensgeschichte. Der widmen wir uns hier auf unserem Kanal von der Bremen Classic Motor Show. Erzählen die Geschichte, zeigen, wie sie sich heute auf der Straße anfühlen. Schaut euch das gerne mal an. Und dann gibt es natürlich noch mehr Autos von unserer roten Liste auf der Bremen Classic Motor Show live zu sehen, nämlich vom 31. Januar bis 2. Februar. Schaut vorbei, da erzählen wir noch viel mehr Geschichten von schönen Autos, die ganz grausam scheitern.